8:45 Uhr und auf geht's. So, nachdem euer Kapitän Bücherklaus 1 gestern vergessen hat zu fragen, frage ich jetzt, habt ihr Teil 1 gesehen von der Iller? Dann schreibt es in die Kommentare, Teil 1 gesehen ja oder Teil 1 gesehen nein. Da hat sie mehr Wasser für mich. Da ist hier ein Zufluss. Ich sage, die Iller ist super beschriftet. Da wird immer gewarnt. Also gut befestigte Aufstiege hat es hier nicht. Aber wenn man diese Weidezaun so weit zurückgesetzt, dass man entlang gehen kann. So, und dieses Wehr hat sogar eine Fischtreppe.
Hier ist euer Biber Klaus 1. Wenn ihr noch dabei seid, dann schreibt in die Kommentare, erstes wer umgangen. Ich bin jetzt gespannt, ob ich hier noch genug Wasser unterm Kiel habe. Okay, das war zu wenig Wasser unterm Kiel. Aber nur ganz kurz, da hat es eine Rinne. Also wirklich cool verstecktes Schild hätte ich beinahe nicht gesehen. Ich würde sagen, da knapp am Rand wird es gehen. Aber ich habe mich dann viele gedacht und sind unten doch umgekippt. Ja, bei dem kalten Wasser habe ich keinen Bock, es auszuprobieren mit Gepäck. So, ich muss mich beim Wasserwirtschaftsamt Kempten beschweren. Das Wiedereinboden ist nicht gerade gut. Wir können jetzt zwar da oben rauf, aber die einzige sichere Durchfahrt wäre dann da ganz da drüben. Und wenn ich es dann die nicht schaffe zu treffen, durch die starke Strömung durch, dann wird es unangenehm. Und wir irgendwie schauen, entweder da geradeaus runter und dann links rüber oder hier über die schrägen bemoosten Steine. Ich glaube, ich jetzt hier sind die schrägen bemoosten Steine. Okay, da in diesem Wasser da hinten muss ich lenken. Ja, da vorne. Haben wir ein paar naturidentische Buhnen reingemacht. Alle müssen halt gepflegt werden. Vorher haben wir auch schon zwei, aber die waren wohl schon kaputt. Auch so eine kaputte naturidentische Buhne. Ja, guter Ausdruck. Gefällt mir.
Hier sind 2 Strukturbäume. Ja, da vorne kommt das nächste Wehr. Und na, da hast du das Schild, wenn man hoffentlich sagt, wo ich raus muss. Oh, das war wohl der Innerfake. Rechts wie vorgeschlagen geht es auf jeden Fall nicht. Weil da hat es jetzt eine Fabrik, an der konnte man nicht vorbei. Jetzt müssen wir schauen, dass ich irgendwie links vorbeikomme und rauskomme. Vielleicht da. Okay, das habe ich nicht gesehen. Da, auf der Seite geht ein Weg hoch. Dann wahrscheinlich eine Schleife nach da oben. Oh, und jetzt geht's auf zum langen Marsch. So, da haben wir Wehr Nummer 2. Ich glaube, wir sind dann nur noch mal 2. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt dann nicht. Aber ich glaube schon noch, dass 2 sind. So, um das jetzt zu schaffen, brauche ich ordentlich Koffein. Ja, dann habe ich den Wohlverdienstkreuz verdient. Also, dieser Cola Mix schmeckt äußerst interessant. Da ist das Wehr, und wie es so ausschaut, hat es auch eine Fischtreppe. Aber da komme ich überhaupt nicht hin, auch selbst wenn ich auf der anderen Seite wäre, würde auch nichts bringen. Ich nehme an, da steckt eine Fischtreppe drin. Okay, hoffentlich komme ich nicht allzu viele Stufen. Dann habe ich natürlich jetzt gar nicht gedacht. So, drittes Wehr umgangen. So, dieser Baum ist landschaftsprägend, ist gegen Biber geschützt. Der große hier nicht. Den darf der Biber umhauen.
Okay, ist schon eine längere Zeit, sind es hier alle Bäume geschützt, aber natürlich auch gerade so direkt neben dem Fußweg ist vielleicht das Anlagen nicht allzu gut und da wäre eigentlich wirklich genügend. So, das nächste wäre auch eine Fischtreppe und die Fische werden da vor Flutwellen gewarnt in der Fischtreppe. Das wäre halt auch eine Fischtreppe. Okay, hier hat so einen Schutz. Wahrscheinlich die Brücke kurz vom Zusammenstürzen. So, das nächste wäre so, das war das letzte wäre. Das heißt nur irgendwo reinkommen. Angekommen, bin hier runter, hier ist dann ein Spielplatz, ein Fußballplatz, von früher so den Zaun gesichert, damit nicht so einfach hinkommt. Keine Ahnung, beim Fußballplatz auch, jetzt muss ich halt hier runter. So, das alte Boot, mit einem anderen Boot, mit den komischen Ventilen, wo auch nicht stimmt, zweimal Luft rauslassen und kaputt. Aber da bin ich jetzt ganz optimistisch, dass das jetzt funktioniert. Ah, okay. Hat keinen Taug mehr. Ich bin auch jetzt bestochen worden mit einer Pizza. Schon ein bisschen spät. Habe ja so eine schöne Zeit, dann wird es dunkel. Wenn ich nichts finde, dann wird es echt kritisch. Wird ja gut gehen, wenn ich jetzt mitten in den Campen mein Zelt aufstelle. Naja, schauen wir mal, was passiert. So, ist doch weitergefahren. Wir haben gemeint, das macht in Schlagdistanz. So, und wenn ihr immer noch dabei seid, dann schreibt die Kommentare, Füssen, Campen umgangen. So, wäre umgangen, es ging zack, hat mir eine geholfen, einfach so umtragen, also gar nicht auf den Wagen drauf, einfach ruckzuck drüber.
So, ein bisschen spät geworden heute. Ich habe auch ganz Campen umfahren, also außenrum, das eine nach dem anderen. Boot abgebaut, ganz in die Tasche rein und dann die ganzen Wehre umtragen, also umgangen. Das sind etwa 2 Stunden, leider beschäftigt, aber ich habe es geschafft. Und ja, aber jeder macht echt Spaß. Immer wieder mal so Stromschnellen drin, sehr schöner Fluss. Einzige, was halt immer ist, man hat eigentlich immer etwas Kläranlagengeruch in der Nase. Eigentlich die ganze Zeit. Das ist halt der Nachteil hier, muss man schon sagen. Da kriegt man gar nicht aus der Nase raus. Aber ansonsten ist es echt schön hier, muss man sagen.